Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Vor ungefähr 4 Jahren hatte ich ein Video hochgeladen zu den 5 bzw. 7 wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die jeder heute zu sich nehmen sollte, sofern er sich mit normaler Kochkost und gut bürgerlich ernährt. Zwar wären Nahrungsergänzungsmittel bei einer perfekten Ernährung überflüssig, leider sind wir heute meist viel zu weit davon entfernt, perfekt zu sein, zumindest was unsere Ernährung betrifft. Daher sind hochwertige Nahrungsergänzungsmittel eine gute Lösung, dem Körper das zu geben, was er so dringend braucht und was er bei der heute üblichen Ernährung nur allzu oft vermisst. Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sind nicht nur wichtig, gesund und nahezu unersetzlich, sie sind einfach praktisch, wenn man sie in ausreichend hohen Dosen einnimmt, um damit einem Nährstoffmangel vorzubeugen. Das Video zu den 7 wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken, darin werdet ihr alle wichtigen Hinweise finden. Jetzt werde ich euch zeigen, was ich heute nach 4 Jahren immer noch nehme, was ich zusätzlich nehme und was ich nicht mehr nehme. Hier sehen wir das Camu-Camu-Pulver in Rohkostqualität, das ist das Vitamin C, und die Camu-Camu-Frucht ist die Vitamin C-reichste Frucht der Erde. Zu empfehlen wäre daher in jedem Fall das Camu-Camu-Pulver in Rohkostqualität zu kaufen, und ich verkapsle mir dieses Pulver dann selber mit meiner halbautomatischen Kapselmaschine. Mein Video dazu kann ich euch hier auch nochmal verlinken. Wer jetzt aber keine Kapselmaschine hat, kann sich natürlich die Kapseln schon fertig kaufen. Das hier ist das MSM, also der organische Schwefel von Carla Health, und das ist die beste Firma, also das beste MSM, was ich empfehlen kann, und das verkapsle ich mir auch selber. Ich werde euch wie immer die besten Produkte unten an der Pinnwand verlinken. Das ist das OPC, was ich mir auch selber verkapsle, deswegen ist es hier jetzt in einem anderen Behälter drin. Das OPC nehme ich nicht immer, das nehme ich eine ganze Weile lang, also mehrere Monate lang oder bis das Produkt eben zu Ende ist. Dann setze ich es ab und nehme stattdessen Astaxanthin, denn beides sind die stärksten Antioxidantien weltweit, die aber verschiedene Fähigkeiten und Qualitäten haben. Ich werde euch mein Video mal zum Astaxanthin nochmal hier oben verlinken. In diesen Behälter habe ich mein selbst verkapseltes Magnesium gegeben. Magnesium nehme ich immer auf Dauer, und zwar zurzeit 3-mal täglich eine Kapsel. Das ist das Magnesiumpräparat, welches ich benutze und welches ich eben selber verkapsele. Mein Video zur transdermalen Aufnahme von Magnesium, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Das hier ist das Vitamin D3 und K2 in einem Produkt. Dieses Produkt hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und es ist gleich in einer großen Flasche, weshalb es sehr lange vorhält. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das werde ich euch auch unten verlinken. Ich nehme allerdings derzeit kein Vitamin D3 und K2 mehr ein, weil ich es nicht benötige, da mein Speicher absolut gefüllt ist. Das ist das Vitamin B12 in hoher Dosierung, also in 1000 Mikrogramm. Die meisten Menschen heute haben einen Mangel und sollten das unbedingt nehmen. Ich mache damit allerdings gerade eine Pause von einigen Monaten, weil mein Speicher auch absolut gefüllt ist. Das ist das Vitamin B-Komplex-Präparat, wo alle B-Vitamine enthalten sind. Das nehme ich nach wie vor, allerdings nur eine Kapsel am Tag, denn daran ist auch das Vitamin B12 enthalten, allerdings nur in 500 Mikrogramm. Aber da sind auch alle anderen B-Vitamine mit dabei, die halt auch notwendig sind. Denn die B-Vitamine werden für sehr viele Funktionen im Körper benötigt, wie zum Beispiel auch für die Verdauung. Das hier ist das Zeolit in Kombination mit Bentonit und Flohsamenschalenpulver. Das verkapsle ich mir auch selber, und das ist auch das beste Produkt, was ich empfehlen kann. Das ist ein medizinisches und das muss medizinisch sein, weil nicht medizinische Präparate nicht zu empfehlen sind. Das nehme ich auf Dauer, und zwar auch immer noch, zurzeit allerdings nur noch einmal, und zwar abends vor dem Schlafengehen. Das hier ist der afrikanische Weihrauch, das beste mir bekannte Produkt dazu. Das nehme ich seit einigen Monaten neu. Und zwar aufgrund einer Arthrose, die ich nach meinem Namibia-Aufenthalt entwickelt hatte. Diese ist aufgrund eines 8-monatigen Dauerstresspegels entstanden, der unter anderem aufgrund eines extremen Schlafmangels entstanden ist. Kontinuierlicher Schlafmangel aber irritiert die Schilddrüse und erhöht den Stresshormonspiegel gravierend. Ein monatelanger Dauerstresszustand aber verursacht viele Krankheiten, vor allem aber deshalb, weil er ein Nährstoffräuber ist und sämtliche B-Vitamine und vor allem auch das Vitamin C im Körper aufbraucht. Vitamin C jedoch wird in hohen Mengen für die Knorpel- und Kollagenbildung benötigt, sodass durch einen Vitamin C-Mangel Knorpel in den Gelenken abgebaut wird. Durch diesen Mangelzustand ist bei mir die Arthrose entstanden. Die entzündungshemmenden Substanzen im Weihrauch helfen bei Entzündungen aller Art, insbesondere bei Arthrose, Arthritis, Gicht oder Rheuma, aber auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Das hier sind jetzt Probiotika, die ich auch seit neuestem regelmäßig nehme, um meine durch Stress bedingte kaputte Darmflora wieder aufzubauen. Vor allem auch deshalb, weil ich nach meinem Namibia-Aufenthalt verschiedene andere Zipperlein bekommen hatte durch die entstandene Immunschwäche, wie zum Beispiel eine anhaltende Ohrenentzündung, sodass ich leider zweimal hintereinander Antibiotika einnehmen musste und wie man weiß, zerstört Antibiotika die Darmflora. Und dieses MSM in Kombination mit Glucosaminen und Chondroitin, das nehme ich auch seit neuestem eben für meine Arthrose. Zwar ist die Arthrose inzwischen schon wieder verschwunden, Alhamdulillah, aber dieses Präparat nehme ich trotzdem noch, bis es zu Ende sein wird. Denn Glucosamin und Chondroitin gelten als Mittel zur Knorpelregeneration, weil sich beide als natürliche Bestandteile im gesunden Knorpel befinden. Das Präparat nehme ich also zusammen mit dem MSM, also ich nehme immer jeweils eine Kapsel MSM und eine Kapsel von dem MSM in Kombination mit Chondroitin und Glucosamin, und zwar nehme ich dann dreimal täglich jeweils eine Kapsel von beiden Produkten. Denn gerade auch MSM gehört ja zum Basisprogramm bei Arthrose, denn er hemmt Entzündungen im Gelenk, fördert dort Reparaturprozesse und verbessert die Beweglichkeit, abgesehen natürlich von seinen vielen anderen Aufgaben, die er im Körper hat. Denn MSM ist ja nicht nur gut für Knorpel und Gelenke, sondern der organische Schwefel ist ja ein lebenswichtiges Element, welches wir für viele Prozesse im Körper benötigen. Einen Vitamin B12-Mangel betrifft eigentlich fast jeden heute. Deshalb müssen die meisten Menschen auf jeden Fall Vitamin B12 supplementieren. Hier sehen wir jetzt das Vitam-Enzym. Das sind Enzyme, die ich damals auch benötigt hatte, als meine Darmflora geschwächt war. Das benötige ich aber jetzt inzwischen nicht mehr, Alhamdulillah. Stattdessen erhalte ich jetzt alle meine Enzyme durch die frisch gepressten grünen Säfte, die ich mir täglich zubereite, aus Wildkräutern und auch aus frischem Biogemüse vom Wochenmarkt, aus dem ich mir auch meinen täglichen Salat zubereite. Hier sehen wir nochmal das OPC-Präparat, das Beste, welches ich empfehlen kann. Davon nehme ich immer eine Kapsel zusammen mit 3 Kapseln Vitamin C. Frühmorgens zur Fajirzeit auf leeren Magen. Denn das ist ganz wichtig bei dem OPC, das muss unbedingt auf leeren Magen genommen werden, mit mindestens einer Stunde Abstand zu den Mahlzeiten. Zusammen mit dem Vitamin C, weil sich beide potenzieren in ihrer Wirkung. Das ist das Magnesiumpräparat, welches ich benutze. Nach wie vor und auf Dauer täglich 3-mal eine Kapsel. Magnesium ist der Animateur in unserem Körper. Er hält unsere Enzyme in Schwung und sorgt dafür, dass sie tadellos ihre Aufgaben und Funktionen erfüllen. Magnesium ist für etliche Prozesse im Körper verantwortlich, unter anderem dafür, dass Vitamin D aktiviert wird. Und Magnesium wirkt natürlich entzündungshemmend, Blutzucker regulierend, Knochendichte erhöhend, krampflösend, gewichtsregulierend und entspannend unter anderem. Hier sehen wir nochmal das Vitamin C, das Camu-Camu-Pulver, und wie unglaublich wichtig Vitamin C ist und dass man es in hohen Dosen nehmen sollte, insbesondere dann, wenn man unter chronischen Krankheiten leidet, wie zum Beispiel Arthrose oder jede anderen Krankheit. Das hatte ich damals selbst erfahren, denn nachdem ich dann eben diese Arthrose bekommen hatte, fing ich an, Vitamin C in extrem hohen Dosen zu nehmen. Vorher hatte ich es immer nur 3-mal täglich in einer Kapsel genommen. Danach hatte ich es dann bis zu 7-mal täglich in jeweils 3 Kapseln genommen, bis sich meine Symptome wieder verbessert hatten. Jetzt nehme ich nur noch 3-mal jeweils 3 Kapseln täglich. Und diese Dosis werde ich auf Dauer inshallah beibehalten, denn Vitamin C kann man grundsätzlich nicht überdosieren. Und Vitamin C hat extrem viele Aufgaben im Körper. Hier sehen wir nochmal das stärkste Antioxidant der Welt, das OPC, und das nehme ich in Form einer Kapsel zusammen mit 3 Kapseln Vitamin C, frühmorgens zur Fajirzeit, wie gesagt, und dann die anderen 2 Male nehme ich Vitamin C, auch 3 Kapseln, aber dann mit den anderen Nahrungsergänzungsmitteln zusammen. OPC und Vitamin C potenzieren sich gegenseitig in ihrer Wirkung, deswegen ist es empfohlen, sie zusammenzunehmen. Wie schon gesagt, und ja, das Vitamin C ist eben ein Gefäßschutz. Es kräftigt ja auch das Bindegewebe, es verbessert die Kalzium- und Eisenaufnahme, es reguliert die Hormonausschüttung, entgiftet, indem es die Leberenzyme aktiviert, die für den Abbau von Giftstoffen verantwortlich sind. Und zusammen mit OPC ist es eben ein wichtiges Antioxidationsmittel, welches Freiradikale im Blut, im Gehirn, in den Körperzellen und direkt im Zellkern abfängt und sie unschädlich macht. Hier sehen wir nochmal diese 3 Präparate, die mir unglaublich viel geholfen haben. Das OPC, das Vitamin C und eben den Weihrauch. Und hier sehen wir jetzt nochmal das Zeolit in Kombination mit Bentonit und dem Flohsamenschalenpulver. Diese beiden Mineralerden in Kombination mit dem Flohsamenschalenpulver entgiften eben sehr stark den Darm,
mittels Adsorption und Ionenaustausch. Sie reinigen den Darm, sie sind ein Filter für sauberes Blut, sie wirken krebsfeindlich, sie regenerieren die Darmschleimhaut, aktivieren das Immunsystem, erhöhen den Antioxidantienlevel im Körper, bekämpfen Pilzinfektionen und hemmen Entzündungen. Davon nehme ich 3 Kapseln mit sehr viel Wasser auf leeren Magen abends vor dem Schlafengehen. Hier sehen wir nochmal den organischen Schwefel des MSM. Schwefel ist ein unverzichtbarer Bestandteil vieler körpereigener Stoffe, wie beispielsweise von Enzymen, von Hormonen, zum Beispiel Insulin, von Glutathion, einem körpereigenen Antioxidans und vielen lebenswichtigen Aminosäuren, zum Beispiel Cystein, Methionin, Taurin. MSM stärkt das Immunsystem, lindert Symptome bei Allergien und in Kombination mit Chondroitin und Glucosamin hemmt es den Knorpelabbau und die Entzündung. Schwefel ist ein wichtiger Bestandteil der Gelenkschmiere und auch der Innenschicht der Gelenkkapseln. Würde Schwefel fehlen, könnte der Körper die nötigen Gelenkreparaturen nicht mehr durchführen. Ja, und hier nochmal der Weihrauch zu sehen, der mir sehr gut geholfen hat, Subhanallah. Studien beweisen auch, dass Weihrauchextrakt genauso gut wirkt wie herkömmliche Medikamente, nur eben ohne deren Nebenwirkungen. Weihrauch soll sogar bei Hirntumoren helfen können und er sollte sogar in der Lage sein, die Ausbreitung von Krebs zu verhindern. Denn Weihrauch repariert die beschädigte DNA von Krebszellen und programmiert den korrekten ursprünglichen Code neu in die Zelle ein, sodass diese wieder wie eine gesunde Körperzelle funktionieren kann. Subhanallah. Und da sich Weihrauch ausschließlich um bösartige Zellen kümmert und die gesunden in Ruhe lässt, hat Weihrauch das Potenzial, die Krebstherapie zu revolutionieren. Subhanallah. Ja, und der beste Weihrauch soll eben der ostafrikanische sein. Und das beste mir bekannte Produkt ist eben dieses hier von Lebenskraft pur. Und das ist das Probiotikum, welches ich zurzeit 2-mal täglich einnehme, einmal morgens und einmal abends. In einem gesunden Darm sollten ungefähr 85% der gesamten Darmflora aus nützlichen Bakterien bestehen, während maximal 15% der Bakterien pathogen sein dürfen. Und da sich etwa 80% unseres Immunsystems im Darm befinden, spielt dieses Bakterienverhältnis auch eine große Rolle für unsere Abwehr. Die Einnahme von Probiotika unterstützt aktiv den Aufbau und Erhalt der Darmflora. Hier sehen wir die Darmbakterienstämme. Dieses Kombiflora-Symbio-Produkt enthält 13 verschiedene probiotische Bakterienstämme, zu denen es bereits Forschungsergebnisse gibt, die ganz spezifische Wirkung dieser Stämme belegen. Und diese sind aktive, lebende Bakterien, was ganz wichtig ist, und das Präparat ist frei von überflüssigen Zusätzen. Wichtig ist auch, dass gute Probiotika wie dieses hier nicht in Form von magenresistenten Kapseln vorliegen, denn diese könnten eher unerwünschte Nebenwirkungen haben. Vitamin B12 ist ein äußerst wichtiges Vitamin. Es ist an der Blutbildung und Zellbildung, am Energiestoffwechseln und der körpereigenen Entgiftung beteiligt. Es schützt außerdem das Herz-Kreislauf-System und ist für das Gehirn und das Nervensystem unverzichtbar. So wird es für die Zellteilung und DNA-Bildung benötigt, für die Bildung und Regeneration der Nerven, für den Abbau von Homozystein, welche ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Es ist nötig für die Blutbildung und es wird vermehrt in Schwangerschaft und Stillzeit benötigt. Dieses Produkt kann ich sehr empfehlen. Es hat eine sehr hohe Dosierung in Form von 1000 Mikrogramm plus Folat, dem Vitamin B9, was sehr wichtig ist. Es schützt unter anderem vor Schlaganfall und das ist natürlich auch in dem Vitamin B-Komplex enthalten, der alle wichtigen B-Vitamine enthält. Und dass die B-Vitamine sehr wichtig sind für viele Vorgänge im Körper, unter anderem vor allem auch für die Verdauung der Nahrung. B1 wird für den Kohlenhydratstoffwechsel benötigt. B2 ist an der Energieversorgung der Zellen beteiligt. B3 optimiert den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. B5 ist unter anderem auch an einem Stoffwechselgeschehen beteiligt. B6 ist ein Katalysator für viele Stoffwechselfunktionen im Körper. B9, also das Folat, wirkt besonders im Gehirn und im Nervensystem und ist entscheidend an der Bildung roter Blutkörperchen beteiligt. Jetzt kommen wir zu den Omega-3-Fettsäuren. Sie gehören zu den essentiellen Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Da unsere heutige Ernährung weitgehend Omega-6-lastig ist, ist es sehr wichtig, dass wir Omega-3 supplementieren. Man unterscheidet zwischen den kurzkettigen und den langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die kurzkettige Alpha-Linolensäure kann man durch Leinöl, Hanföl, Chiasamen, Walnüssen usw. erlangen. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind noch wichtiger für unsere Gesundheit und die finden wir vor allem in fettem Seefisch. Dieser enthält aber seine Omega-3-Fettsäuren durch den Verzehr von
Omega-3-fetthaltigen Algen, um daher das Fischsterben zu minimieren und überhaupt auch die aufwendige Verarbeitung von Fischöl zu vermeiden, kann man einfach direkt dieses Omega-3-Algenöl einnehmen. Und das beste und reinste vegane Omega-3-Öl ist dieses hier von Norsan. Nahezu überall im Organismus werden Omega-3-Fettsäuren benötigt, insbesondere die langkettigen EPA und DHA. So sind sie unter anderem an der Produktion von Hormonen beteiligt, an der Regulierung der Blutfette, an der Eiweißsynthese, am Zellstoffwechsel und am Aufbau der Zellmembran, an der Versorgung der Gelenke mit Schmierstoff, an der Vermeidung chronisch entzündlicher Prozesse, an der Versorgung von Haut und Haaren mit Feuchtigkeit und Spannkraft, an der Bildung der körpereigenen Abwehrzellen, am Schutz vor Infektionskrankheiten. Und Omega-3-Fettsäuren schützen das Herz und verbessern die Blutfettwerte, sie beugen Demenz vor, sie lindern Entzündungen, schützen die Augen, helfen gegen Schlafstörungen, helfen gegen ADHS und aggressives Verhalten, dienen zur Thromboseprävention. Als nächstes sehen wir jetzt das Oreganoöl. Mein Video zu diesem stärksten natürlichen Antibiotikum, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Ich benutze dieses immer nur dann jetzt noch, wenn ich denke, dass mein Immunsystem gerade wieder etwas geschwächt ist durch Stress, und hatte es in meiner Zeit während der Arthrose häufiger benutzt und auch in der Zeit natürlich, als mein Immunsystem geschwächt war und ich häufiger Ohrenentzündungen hatte. Jetzt nehme ich es nur noch sehr selten und wie gesagt dann nur eine Kapsel mit etwa 4 bis 5 Tropfen zusammen mit 3 Kapseln von dem Zeolit-Bentonit-Flohsamen-Schalen-Gemisch. Und da das Oreganoöl unter anderem eben auch stark gegen Viren und Pilze wirkt, die teilweise ja auch Schwermetalle und Toxine in sich speichern, nehme ich es immer zusammen mit dem Zeolit, Bentonit und Flohsamenschalen-Gemisch ein, damit dann bei Tötung der Pilze gleich deren Schwermetalle durch das Zeolit absorbiert, gebunden und ausgeleitet werden. Abgesehen davon nehme ich ansonsten noch die Chlorella-Alge, auch die Ascophyllum nodosum. Die beiden Algenpräparate nehme ich dann immer zusammen mit meinen grünen, frisch gepressten Säften. Da Chlorella unter anderem die chlorophyllreichste Pflanze der Erde ist und die Eigenschaft besitzt, Gifte an sich zu binden, ist sie zum Entgiften extrem gut geeignet. Und da man mit grünen, frisch gepressten Säften sehr gut entgiften kann, die Gifte dadurch allerdings nur mobilisiert werden und nicht gebunden werden, ist es notwendig und sehr passend, die Chlorella-Alge zusammen mit diesen Säften einzunehmen, weil die Chlorella-Alge dann die mobilisierten Gifte an sich bindet und ausscheidet. Mein Video zum Entgiften mit Chlorophyll, das kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, worin ich unter anderem auch nochmal viele Eigenschaften der Chlorella-Alge erwähnt hatte. Damit habe ich euch alle Nahrungsergänzungsmittel erläutert, die ich heutzutage einnehme. Kurz erwähnen wollte ich noch, dass Kaffee und Schwarztee Vitamin B im Darm deaktivieren und Koffein erhöht den Kalium-, Magnesium- und Calciumbedarf und verstärkt entsprechende Mängel, weil in Gegenwart von Koffein mehr Mineralstoffe über die Nieren ausgeschieden werden. Und Phosphor aus Wurst, Schmelzkäse und Softdrinks hemmt die Resorption von Calcium und Magnesium aus dem Darm und es behindert die Vitamin D-Aktivierung. Deshalb sollte man möglichst auf diese ungesunden Dinge verzichten. Inshallah konnte ich euch mit den Informationen in diesem Video wieder von Nutzen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Damit ist das Video beendet. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.